Kaffee mahlen nach Gewicht macht das Einstellen einer jeden Espressomaschine so viel einfacher und so schön, dass Mazza nun mit der Mazza Mini G auch ein Modell auf den Markt gebracht hat, welches genau das liefert, nämlich zielgenau die Kaffeemenge, die ihr eingestellt habt, und zwar auch, wenn der Mahlgrad sich verändert. Das macht es für Anfängerinnen und Anfänger, aber auch für Profis viel einfacher. Die Frage ist allerdings, wie performt die Mühle ansonsten? Wie ist die Partikelverteilung? Wie schmeckt der Espresso? Hat die Mühle Totraum? Ja, hat sie. Wie viel genau und was ihr sonst noch über die Mühle wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Es ist unverwechselbar eine Mazza Robust. Mazza begleitet mich mein ganzes Kaffeemaschinenleben. Mazza war meine erste Mühle. Von Mazza, die Robur. Die ist so gewaltig, motortechnisch und gewichtsmäßig. Als ich mit Kaffee angefangen habe, war die Mühle noch größer als ich und schwerer. Und nun haben wir aber hier eine Mazza Mini G, Michel. Ja, die ist nicht mehr größer als du. Die ist ein bisschen kleiner, aber hat durchaus in Sachen Robustheit, Mahlgradvorstellungen immer noch Parallelen zu diesen ikonischen alten Mazza-Mühlen, und das ist geil. Also Robustheit, da macht Mazza niemand was vor. Nein, absolut. Alles mega hochwertig gebaut. Mahlgrad-Einstellungen hier, das ganze Einstellrad. Ich finde auch, obwohl das Kunststoff ist, ist es sehr dick geschaffen. Ich habe nicht Angst, wenn das runterfällt, dass das kaputt geht. Auch die Halterung des Siebträgers, das ist alles... Das geht nicht kaputt. Das hält. Ich glaube, wenn man eine Mazza kauft, kann man die auch in 30 Jahren noch nutzen. Ja, und das ist natürlich genial, und insofern kann man auch sagen, 1000 Euro, 1000 Franken auf 30 Jahre amortisiert. Das ist dann überschaubar. Das ist überschaubar, ja. So? Das stimmt, das ist ein günstiges Und wenn ihr dann sagt, wie viel Kaffees haben wir dann damit gemacht? Gut, ihr werdet zwischendurch die Mahlscheiben mal wechseln müssen, weil die halten nicht für 30 Jahre. Aber, kommt drauf an, wie viel Kaffee ihr trinkt. Aber sicher mal für 10. Wahrscheinlich schon für 10. So, nun ist aber die Frage, was das ansonsten für eine Mühle? Würden wir sie euch zu Hause empfehlen? Was ist der Einsatzzweck? Was sind die Stärken und Schwächen? Und wir gehen wie immer unser ausführliches Testprotokoll für Mühlen durch. Es gibt auch eine Kurzversion dieses Videos, falls ihr nur kurz und knapp zusammengefasst erfahren wollt, wie die Mühle performt. Und natürlich gibt es auch einen Testartikel, der die wichtigsten Kriterien auch nochmal zusammenfasst. Aber lass uns loslegen. Wir haben schon gesagt, sehr robust. Und da würde ich sagen, ist das Oberklasse in diesem Preisbereich fast unschlagbar. Absolut. Also in diesem Preissegment wirklich das hochwertig gebauteste, was es gibt, am robustesten, am langlebigsten. Ja, ich habe hier gar keine Sorgen, dass irgendwas mal nicht funktionieren würde. Vielleicht würde ein Software-Update gut tun, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, das ist im Prinzip möglich über die Software-Schnittstelle, denn es gibt eine App. Vielleicht sagen wir das gerade auch, dann haben wir das durch. Das ist so kacke, sich damit zu verbinden, und die Konnektivität. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht die Kernfähigkeit von... Nein, absolut. Ich verstehe auch die Funktionsergänzung einer App nicht, wenn man so ausführliche Menüführung hat mit einem Display, was genügend groß ist. Ich verstehe den Mehrwert da nicht, außer vielleicht eine Anbindung dann irgendwann mal zu einer Maschine, Mühle, Waage, was auch immer. Gut, man kann die Rechtschreibfehler noch rausmachen durch die App. Du kannst einfacher eine andere Software aufspielen. Ja. Und es ist jetzt auch nicht besonders intuitiv jetzt hier die Steuerung, ne? Und die Steuerung über die App ist dann vielleicht ein bisschen intuitiver, wenn ihr euch mal verbunden habt. Okay. Gut. Übrigens ist hier 6:34 Uhr. Das stimmt nicht. Wir haben mitten am Tag. Ja, genau. Schön. Habe ich nicht nachjustiert. Ich habe es gestern ausgestellt. Als ich gestern Abend noch mit der Mühle gearbeitet, war 11 Uhr. Ist okay. Wir haben auch trotz der Uhrzeit auf der Mühle einen entkoffinierten Kaffee, den wir nachher trinken werden. Das ist super. Wollen wir das als erstes machen? Ja. Sollen wir einfach mal einen trinken? Ja, wir trinken mal Kaffee und sprechen nachher über die Mühle. Also das ist ein Traum, ne? Wie das da reingeleitet, das ist ja einfach, also so ein sanfter, feiner Strahl, so puderig, schön verteilt. Ein ganz klein bisschen ist hinten runtergefallen, aber es ist minimal, hängt ein bisschen auch vom Siebträger ab. Ja. Ich hätte sie noch ein bisschen weiter nach hinten einstellen können. Das kann man alles einstellen, dass es noch ein bisschen den Turm mehr in der Mitte macht.
Genau, ist nur limitiert, wenn ihr irgendwann an die die Mühle drankommt. Aber ansonsten könnt ihr das wirklich sehr individuell einstellen. Nicht über den Auswurftunnelschacht des Mahlguts, sondern wirklich über die Halterung, wo der Siebträger reingeht. Und der hält sich auch gut. Übrigens gibt es da verschiedene Einsätze, die man anbauen kann für, in meinem Fall, die Siebträger, die ich ausprobiert habe, alle passen. So, das waren jetzt 18,41. Das finde ich auch schön bei den meisten GBWs, die zeigen mir an, was ich eingestellt habe und nicht, was ich habe. Sie ist ehrlich. Sie ist ehrlich, weil sie ist jetzt 0,09 Gramm daneben. Sie zeigt mir das aber auch an und sie würde nachmalen. Das finde ich nicht immer gut, aber das können wir nachher noch mal ein bisschen diskutieren. Also, aber der Kaffee ist richtig schön reingefallen. Wir können hier komplett auf jede Art von WDT oder sonst was verzichten. Das ist einfach das ist ein Traum. Das ist sensationell. Das ist wirklich sensationell. Ich würde gerne diese Tasse hier nutzen von Annika, danke. Sehr schön. Du nimmst die von Love Remix. Ja, auch sehr schön. Auch gute Freunde von uns, allerdings nicht von um die Ecke. Diese Tasse wurde in Lindau gemacht. Michel. Ja, finde ich sehr schön. Hat eine schöne Füllmenge, 60 Milliliter. Gesamtfüllmenge finde ich perfekt passend für Espresso. Und wir stellen jetzt immer auch ein paar Tassen vor, einfach weil wir Bock haben und weil wir kleine Keramikstudios unterstützen wollen. Die ist von Annika Vogler aus Lindau, glaube ich. Wenn ihr mehr über die Tasse erfahren wollt und das Trinkverhalten, schaut mal im Abspann. Es ist richtig lecker. Das ist richtig lecker, Michel. Wir trinken Apastike von unserem Lieblingskaffee aus Brasilien. Das darf ich gar nicht sagen, weil wir haben so viele tolle aus Brasilien. Von unserem ersten Lieblingskaffee aus Brasilien. Und wir haben viele Lieblinge. Das stimmt. Also. Das stimmt. Gibt's jetzt seit 1,5 Jahren schon. Gibt es jetzt auch wieder, weil wir wieder einen Lot gemacht haben. Ne? Ja. War schnell ausverkauft, das letzte Batch, und jetzt ist er wieder da. Und das ist schon, also ich muss jetzt hier einmal nicht beichten. Komm, erzähl noch, dann beichte ich danach. Er ist süß, er ist kakaoig, er hat ein bisschen was Malziges in Verbindung mit diesem marzipanigen, dunkelschokoladigen, was der Apas auch hat. Er hat seine Nussigkeit behalten und er hat eine so feine Säure, so dezent, die einfach schön mit allem performt, und er ist sehr dicht. Ganz wichtig, wenn ihr den zu Hause brüht, der hat ein ganz anderes Extraktionsverhalten, als wir das von allen anderen Kaffee gewohnt sind. Viele Kaffees werden schneller während der Extraktionszeit, das heißt, es kommt mehr Menge raus. Dieser Kaffee reduziert sich teilweise hinten raus. Also wenn er am Anfang ein bisschen zu schnell läuft, habt bitte nicht das Gefühl, dass ihr dann zu schnell brüht, sondern guckt wirklich die ganze Extraktion an. Vielleicht passt er dann doch und ihr hättet aber was anderes erwartet. Ja, und jetzt meine Beichte. Ich bin ein absoluter Decaf-Trinker geworden. Nee, ernsthaft, Michel, das ist so geil. Weißt du, wir haben doch alle diese tollen Espressomaschinen zu Hause. Ja. Und Kaffee machen ist für uns natürlich, es geht um das Getränk, aber es ist auch ein Hobby, es macht Spaß, Kaffee zu machen. Ja. Nur ist es leider so, nach dem 5. Kaffee und dem 11. Kaffee ist irgendwann Ende Gelände. Ja. Also so mit der inneren Bereitschaft, noch einen zu trinken. Das heißt, das Experimentieren wird irgendwann nervig, weil ihr einfach nicht mehr könnt, ne? Selbst wenn ihr nur einen Schluck nehmt. Aber mit Decafs, finde ich, da kannst du dann einfach, ich sitze Wir können noch mehr Kaffee trinken. um 21 Uhr da, hab gerade noch irgendwas in der Buchhaltung gemacht, hab noch einen Film geschnitten, dann gehe ich noch einen Espresso trinken. Und dann mache ich noch mal 2 Stunden weiter, und dann gehe ich noch einen Espresso trinken, weil ich gerade Bock habe, weil ich den Geschmack will. Und das, was jetzt Decaf-mäßig mittlerweile geschmacklich geht, das schmeckt ja nicht wie Decaf, sondern der schmeckt jetzt wie Apas. Ja. Ja. Das ist eine coole Geschichte. Also das heißt, vielleicht das auch für euch, wir werden noch viel mehr mit Decafs in Zukunft machen, auch wenn wir hier viel getestet haben, werden wir einfach einen Decaf machen, weil uns kein Koffein mehr die Schuhe auszieht. Allerdings muss man sagen, Decaf ist eine Geschichte, die Basis hat ja die Mühle hier geliefert. Richtig. Und da können wir schon mal das erste raushauen an Partikelverteilung. Die liegt im 220er Bereich. Das ist wirklich gut für viele Kaffees. Also für dunkle und mittlere Röstung werdet ihr vielleicht ein bisschen mehr Klarheit drin haben, aber genügend Körper und Textur. Und bei fruchtigen Kaffees gibt es eine gewisse Klarheit drin und behält aber auch da die Körper- und Texturebene. Ja, hast du schön zusammengefasst, würde ich auch sagen. Weißt du was? Und irgendwie passt diese Partikelverteilung
zu dieser Robustheit der Mühle. Ich finde, das ist so Ja. kongruent. Ja. Das Voll. passt einfach. Stell dir vor, wir hätten jetzt da so eine super, das würde doch gar nicht passen. Nein, das passt gar nicht. Das will einfach körperbetonte Espressi machen und das funktioniert einfach genial. Wir müssen aber gleichzeitig noch was ansprechen, was wirklich ein bisschen einfach wahrscheinlich auch der Robustheit geschuldet ist. Nämlich in der Mahlkammer ist relativ viel Platz. Und wenn in einer Mahlkammer halt relativ viel Platz ist, vor allem um die Mahlscheiben rundherum bei den Mitnehmern, dann bleibt da einfach Totraum zurück. Ja. Michel, das ist jetzt interessant. Wir waren jetzt gerade hier oben. Ja. Und jetzt hast du gedacht, komm, als nächstes knallen wir mal raus, was richtig schlecht ist. Und zwar der Totraum. Leute, da sind 11 Gramm. Das sind 11 Gramm. Ja. Das haben wir nicht mehr gemessen seit 3 Jahren. Ja, Oder außer 5. bei der Gastromühle. Bei einer reinen Home-Mühle, wobei diese andere Mühle, von der wir sprechen, auch mit Casa bezeichnet wurde. Aber bei einer kleinen Home-Mühle sind 11 Gramm. Liebes Mazza-Team, die Mühle ist echt, die macht mir echt Spaß. Ich arbeite wirklich gern mit der, aber 11 Gramm ist zu Hause zu viel. Punkt. Willst du noch irgendwas sagen? Nein, müssen wir nichts mehr Der ergänzen. Großteil, komm, ein bisschen Ehrenrettung. Der Großteil ist temporär. Ja, der tauscht sich aus. Also es gibt nicht viel, wo sich Dauerhaft aufbaut. Und darum ist die Mahlkammer an sich, die Bauweise, wirklich gut. Und das kann Mazza wirklich perfekt. Aber bitte macht diese Mahlkammer kleiner oder macht sie weniger hoch oder arbeitet mit einem Flapper. Flapper kann ja oftmals auch einen Totraum durch das Zurückhalten nochmal reduzieren. Naja, Mazza hat einfach, das ist schon ein Konzept. Die haben sich gedacht, der Kaffee oben ist leer und sie haben quasi noch einen Notvorrat für den letzten Bezug. Sozusagen in der Mühle. Verstehst du? Ja. Naja, Wenn also, der dann komplett rauskommt, wenn die Mühle leer ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. das ist, also nochmal Vergleich. Wir machen nochmal einen Vergleich. Wir gucken auch die anderen Mühlen nochmal in den Preisbereich dagegen an. Das ist leider hier jetzt der Negativwert. Ja. Ist es schade, weil sonst ist die Mühle ja eigentlich gut. Ne? Wenn wir uns jetzt anschauen, Geschwindigkeit, wie ist die so? Wir sind bei 21 Gramm in 10 Sekunden. Wir haben rund 10 Sekunden für 18 Gramm. Das ist nicht super schnell, das ist aber auch nicht langsam. Das Aber ist auf der höheren Geschwindigkeitsseite. Ja. Die Mahlscheiben heizen nicht auf. Nein. Die Konstanz der Mühle ist gut, Ja. sagen wir mal so. Ja. Und sie hat diesen Ehrlichkeitsfaktor, ne? Ja. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Ich finde das sehr, sehr gut, dass ihr wirklich seht, was ist eigentlich drin, weil dann könnt ihr, sie sagt euch nicht jedes Mal 18 Gramm, aber sie hat auch manches Mal vielleicht dann euch nicht 18 Gramm rausgegeben, sondern wir haben jetzt hier gemessen, im Extremfall hatten wir trotzdem nur eine 17,7, 17,8, 0,2 bis 0,3, das ist dann für eine Grind-by-Weight-Mühle schon wieder eher viel, finde ich. Ja. Also 0,1 wäre da die Abweichung, die ich mir wünschen würde als Maximum. Ja. Die haben wir zwar auch in der Standardabweichung, wir haben aber auch Bezüge dabei von 17,8 gehabt. Genau. Ne? Das ist eben. Gibt mal einen Ausreißer nach unten, eben dieser 17,7er in unserem Testablauf. Ja, immerhin zeigt sie es euch an. Ich finde ein bisschen, also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber Da bist du ja sehr gut drin. Ja, mach mal. was sie tut, ist eigentlich gut, aber kann halt auch einen Extraktionsunterschied machen, weil wenn ihr den Siebträger drin habt, ich habe jetzt 18,5 drin beim Abpass auf dem Getränkefeld von 1 zu 2,3, 42 Gramm out und wenn sie das nicht ganz geschafft hat, also wenn sie so 18,25 drin hat, dann malt sie noch mal kurz nach. Und im Grundsatz ist das ja gut, weil sie füllt mir dann auf 18,45 auf. Die Problematik dabei ist, dass jeder Motor hat einen Anlauf und der ist nicht super lange. Die Motoren kommen ja sehr, sehr schnell auf hohe Leistung. Und ihr habt da immer einen Feinstunterschied in der Partikelverteilung. Das heißt, das kann einen leichten Unterschied auf die Extraktionszeit machen, je nach Kaffee. Das ist eine Geschichte, da finde ich, ja, würde ich genauso sehen wie du. Ich würde auch eher lieber nicht noch ein zweites Mal. Ja, aber es ist, gleichzeitig willst du auch die richtige Kaffeemenge. Ja, Ne? ja. Es ist so, es machen es lustigerweise immer wie mehr Mühlen manchmal. Es gibt so eine Tendenz dazu, gewisse machen es gar nicht, gewisse machen es. Ich finde es nicht signifikant. In meinen Brühungen war jetzt nicht, dass ich dann plötzlich 5 Sekunden weniger hatte, aber es ist einfach, es kann dazu führen. Die Geschichte ist halt, wenn es dann einmal nochmal anmalt, okay, es sind dann ja auch nur 0,2 oder 0,3 Gramm mit einer anderen Partikelverteilung. Ja.
Jetzt gibt es noch ein paar andere Dinge, die wir anschauen können. Erstens, Mahlgrad-Einstellung sollten wir ein bisschen drüber sprechen. Das ist Mazza-typisch, habe ich schon gesagt. Es ist ein bisschen einfacher als bei meiner alten Robur, aber es ist trotzdem jetzt nicht das Filigranste dieser Welt. Ja, ja. Ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt eigentlich den komplett oberen Teil verstellt ihr beim Mahlgrad. Und das ist mit einem Feingewinde, geht das in den kompletten Mühlenkubus hier rein. Ist auch wichtig, wenn ihr es auseinander nehmt, wirklich dieses Feingewinde mit dem Pinsel wieder sauber machen, bevor ihr es wieder zusammenschraubt. Sonst total nervig. Sonst total nervig. Und das ist auch wieder auf der Hochwertigkeitsebene sensationell. Es ist viel besser geworden als früher. Weil früher war wirklich, wenn ihr hier verstellt habt, ging das so schwergängig, dass ihr immer so gerutscht seid. Ihr könnt jetzt ein bisschen angenehmer verstellen. Es ist halt immer noch schwergängig und durch das ist es manchmal ein bisschen schwierig, genau den richtigen Bereich zu treffen. Ihr habt bei einem Strich hier auch eine Veränderung von etwa 4 bis 5 Sekunden. Ihr könnt aber dazwischen gehen. Wenn ihr sanft genug verstellt habt. Ja. Und dann kommt wieder die ganze Geschichte. Dann müsst ihr diese bekloppten 11 Gramm ausmalen. Ja. Also die Mahlgrad-Einstellung, das Finden des Mahlgrades ist jetzt nicht super einfach bei dieser Mühle. Ne? Absolut. Das, was ihr an Performance ihr müsst nicht mehr abwiegen, weil die Mühle für euch wiegt, gewinnt, verliert ihr auf jeden Fall da oben, wenn ihr hier das Eingestellgedöns Also es wäre keine Mühle für irgendwelchen Single-Dosing-Bereich, wird durchdrehen. Und das ist auch nicht das Ziel. Da noch eine Ergänzung dazu. Und da mache ich dann wirklich so ein bisschen ein Fragezeichen. Es gibt die Möglichkeit, da so eine Base drauf zu schrauben. Das ist das hier. Das ist übrigens auch das Kalibrierungsgewicht mit immer im Lieferumfang mit dabei. Würde ich euch auch ans Herz legen, das zu tun. Und dann habt ihr diesen Becher, ist auch magnetisch und so. Dann kann man das daran machen, nimmt diese Halterung für den Siebträger weg. In Verbindung mit dem Totraum verstehe ich den Einsatzzweck und der Mahlgradverstellung verstehe ich den Einsatzzweck des Bechers nicht. Für Filterkaffee. Und dann wieder zurückfinden auf ein Espresso-Mahlgrad? Nein, das ist einfach eine hochwertige Filterkaffeemühle dann. Okay. Ja. Die Partikelverteilung wäre jetzt nicht gerade das, was ich priorisieren würde für einen Filterkaffee. Genau. Ich meine, Sie haben den ja überarbeitet für die Mazza, Philus. Ja. Insofern kann man ihn ja dazugeben. Das stimmt. Ist auch robust. Ja. Ist ein bisschen, können wir das Thema auch noch kurz aufmachen und dann auch wieder zumachen. Also, wie auch die ganze Mühle, ist die ganze Aufhängung hier super robust gemacht. Auch wieder, das hält wahrscheinlich 50 Jahre. Ich finde ein bisschen, wenn ich so eine hochwertige Mühle habe und dann hier einen Kreuzschraubenzieher brauche, um diese Halterung zu fixieren. Klar, das macht ihr nicht 50 Mal am Tag, um das nach oben, nach unten zu schieben. Das Schöne ist, es passt wirklich jeder Siebträger, den ich ausprobiert habe. Dort Kreuz, hier Sechskant. Hier Sechskant und hier unten außen Sechskant. Also ich brauche einen... Immerhin die gleiche Größe? Ah nee, da brauchst du einen Schraubenschlüssel. Ja, genau, du brauchst einen Schraubenschlüssel. Ich glaube, sie hat gedacht, ich habe was drauf gehabt. Vielleicht hat sie auch gedacht, du hast Übergewicht. Es ist so ein bisschen eine Schraubenlandschaft. Klar, ich kann so perfekt die Tiefe und die Höhe und das müsst ihr eigentlich nicht wegnehmen, aber... Komm, wir sprechen über die Bedienoberfläche. Ja. Und dann sage ich noch mal was zur gesamten Bedienfähigkeit dieser Mühle. Ja, und also wir machen dann so eine Einordnung. Ja. Wie stelle ich den Mahlgrad jetzt ein? Ohne die App, den ganzen Mist sparen wir uns. Machen wir es damit bitte. Du meinst die Dosierung? Die Dosierung, ja. Ja. Also, ich gehe ins Menü. Ich gehe hier auf die Tasse. Ich gehe auf Dosierungseinstellung. Dabei gehen Sie bitte nicht über los, ziehen Sie keine 4.000 Franken ein. Und ich gehe auf Dosis 1. Und dann kann ich verstellen. Ja. Und dann speichere ich das einmal ab. Es ist doch das Gegenteil von intuitiv. Ich meine, früher hast du einfach auf 1 gedrückt lange und dann warst du da. Ja. Das geht nicht, oder? Jetzt ist nur eine Vorauswahl. Ja. Du kannst nicht irgendwie so drücken und dann verstellen. So was gibt und der Display ist auch wirklich eine Anzeige, ne? Es ist nicht es ist kein Touch. Gibt es uns noch interessante Einstellungsmöglichkeiten? Ja, ihr müsst, wenn ihr von dem auf das geht, müsst ihr wieder kalibrieren und der Mühle sagen, dass ihr umgestellt habt. Wir haben auch ein Kalibriergewicht dabei. Ihr habt ein Kalibriergewicht dabei, das macht einfach auch die Konstanz aus. Sag jetzt mal bis zu einem gewissen Punkt. Es ist bei der Übersetzung ins Deutsche sind einige komische Wörter drin. Hier ist auch ein Menü mit 2 E.
und Groß- und Kleinbuchstaben gelandet. Es steht dann auch, wenn ihr nicht das richtige, gewohnte Gewicht drin habt, also zum Beispiel, wenn ihr vom Becher auf den Siebträger getauscht habt und nicht kalibriert habt, sagt euch die Mühle, ihr habt Übergewicht. Habe ich ein bisschen persönlich genommen, aber ist okay. Ansonsten sind halt einfach gewisse Worte ein bisschen befremdlich. Ja. Moderne KIs hätten das besser gekonnt. Genau, also das ist ein interessantes Stichwort. Moderne und Mazza und Wertigkeit. Ich finde, das ist jetzt eine interessante Mühle, Micha. Sollen wir zum Feedback oder Fazit kommen, oder? Voll. Also, wir haben diese soliden Werte, diese Qualität, diese Robustheit, haben wir schon besprochen, ne? Wir haben jetzt eine Grind by Weight, das finde ich gut, dass sie eigentlich diesen Weg gehen. Und dann ist der Hersteller aber jetzt irgendwie komisch abgebogen, hat hier diese komische, komplizierte Menüführung eingebaut. Das ist auch alles andere als nutzerfreundlich, sondern du musst irgendwie um 3 Ecken die richtigen Werkzeuge suchen. Also es ist nicht richtig intuitiv und es ist auch jetzt nicht so super präzise, ne? Und dann haben wir noch einen riesen Totraum. Also ich hätte mir gewünscht, dass Mazza, und ansonsten ist es ja die gleiche Base. Ja. Es ist eigentlich diese Base und es ist das gleiche Prinzip. Auch die Malgradverstellung, die kennen wir seit 2007 und das sind jetzt 20 Jahre. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen von dem wir entwickeln in diese Richtung. Lieber eigentlich da in eine Überarbeitung reingegangen wäre, hier mehr in Benutzerfreundlichkeit. Und meine Güte, spart euch eine App und gibt mir einfach hier eine solide, ich brauche hier nur eine Mengenangabe. Ja, ich brauche keinen Zähler in DAS und die Einstellungen, also eine Kalibrierung auf jeden Fall, aber einfach so ein bisschen, ich brauche auch nicht unbedingt eine Uhrzeit, auch wenn jetzt 6:56 Uhr da steht auf einer Mühle, da Ja, und gleichzeitig haben wir ja dann trotzdem nicht so Funktionen wie jetzt bei einer, weiß ich auch nicht, einer Malkönig WS, dass wir einen bestimmten Siebträger erkennen oder sowas. All das ist ja nicht mit dabei, sondern es ist am Ende eine Grind by Weight, wie Eureka das mit der Libra jetzt auch schon ein paar Jahre macht. Ne? Und aber, ja bitte. und das muss ich wirklich sagen. Wem willst du diese Mühle jetzt wieder hier empfehlen? Oder was ist das für ein Aber? Also das, was in den Siebträger kommt, da können Eureka einpacken, da kann zumindest bis die Iterationen kamen von der Malkönig komplett einpacken. Du meinst jetzt Malpartikel oder was? Nee, das, was im Siebträger landet, diese Fluffigkeit, dieses homogene Ergebnis, dieses nicht zu fluffig, dass nicht alles reinpasst. Wir haben unser Kaffeemacher-Sieb genommen, das waren vorher 18,5 Gramm. Das hat easy Platz. Okay, es fällt Fluffigkeit Benchmark. Absolut. Aber nicht Partikelverteilung. Wir müssen das hier stark unterscheiden. Ja, ne? Partikelverteilung ist eine andere Geschichte. Partikelverteilung ist total solide, aber jetzt nicht grandios. Nein, absolut. Und auch nicht geeignet für super cleane Kaffees, sondern so wie jetzt mit diesen Mahlscheiben hier eher für klassischere, traditionellere Röstung, würde ich sagen. Mazza selbst macht ja Mahlscheiben. Ja. Viele kaufen bei Mazza Mahlscheiben. Hier sind jetzt die 233er M drin, 64er Mahlscheiben. Ja. Das ist das Profil, was wir besprochen haben. Ne? Ihr könntet natürlich auch sagen, auch von Mazza gibt es noch 2 andere Mahlscheiben, die ein bisschen mehr in Richtung Klarheit gehen, ein bisschen mehr vielleicht noch in Richtung Süße. Damit könnte man jetzt experimentieren. Haben wir uns jetzt hier nicht noch zusätzlich angeschaut, wäre aber möglich. Aber Mahlscheibentechnisch ist Mazza eigentlich schon, die setzen da Maßstäbe. Das ist sicherlich absolut auch eine der Stärken von dem Unternehmen. Absolut. Ich sehe die Mühle absolut in einem Bürokontext zum Beispiel. Es gibt immer wie mehr gute, einigermaßen zahlbare Siebträgermaschinen, eingruppig mit Volumetrik, so eine Mühle dazu in einem Büro, 20 Menschen, alle kurz einmal Barista-Kurs gemacht, können alle geilen Kaffee machen, super geil. An einem irgendwo Food Festival, du verkaufst Eis und möchtest noch Kaffee dazu machen und hast nicht gerade einen Output von 10 Kilo am Tag, absolut mal, oder hast eine zweite Mühle mit dabei und machst hier noch einen Kaffee-Creme oder so. In der WG oder einem polygamen Haushalt mit vielen Partnern oder Partnerinnen kommt die Maschine. Zum Beispiel. Wunderbar zur Geltung. Oder, ich habe jetzt auch vorher schon gesagt, weil ich den jetzt gerade getrunken habe, ich könnte mir es auch bei uns am Bahnhof vorstellen als koffeinfreie Mühle, weil da brauchen wir so schon 30, 40 Shots am Tag. Also es braucht... Vorausgesetzt, der erste wird sauber ausgemahlen und so weiter. Ne? Das Richtig. ist schon wichtig, oder? Richtig, Wobei, da gucken wir, dass wir die Mühlen, die Bohnenbehälter ja abends auch leer fahren. Insofern muss man eher am Morgen einstellen und dann passt das auch. Ja, vielleicht ist das ein guter Zielbereich und dann sind wir doch wieder eher in so einem Kleingastrorahmen unterwegs.
Aber ich bin ganz bei dir. Für mich ist das auch keine Mühle für zu Hause. Da ist dieser Totraum einfach hochproblematisch. Und wenn ihr tolle Bohnen kauft, dann ist es einfach frustrierend. Ist einfach schade. 11 Gramm wegzumalen. Ne? Absolut. Lieber Michel, das ist die Mazza Mini G. Ein Wert fehlt mir. Wir können ihn noch kurz sagen. Und dann empfehlen wir euch aber natürlich auch, den Artikel anzuschauen. Da findet ihr das auch nochmal alles zusammengefasst, nämlich die Lautstärke. Ja, genau, das sind wir bei 84,9, also knapp 85 Dezibel. Ist definitiv nicht die leiseste. Ja, aber es ist angenehm. Aber es ist ein schönes Malgeräusch, absolut. Ich würde absolut. auch sagen, also es ist jetzt wirklich nicht so ein Gefechtsmodus, sondern ein kraftvoller, eleganter Motor, der mit einer hohen Lautstärke, aber auch relativ zügig den Kaffee durchmalt. So, und das haben wir auch gemacht. Und wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt. Vielleicht lasst ihr einen Kommentar da. Das hilft uns, dass der ganze Kanal mehr Sichtbarkeit hat. Und freuen uns immer. Ihr könnt auch einfach Hallo Michel schreiben oder schöne Tassen, Annika. Oder ja, was euch auch immer einfällt. Vielleicht habt ihr auch die Mühle und habt andere Erfahrungen oder die gleichen. Gerne auch reinschreiben in die Kommentare. Danke, dass ihr mit zugeschaut habt. Tschüss und bis bald. Schöne Tassen, oder? Ja, richtig. Und, ich habe so einen schönen Flat White gerade mit. Genau, du hast dich bewusst für den Flat White entschieden. Ja. Gibt dazu übrigens auch einen neuen Artikel von uns über Flat White. Okay, den muss man nochmal erwähnen. Und es gibt auch ein Video von uns über Flat White, das könnt ihr auch euch anschauen. Und das sind jetzt 200 Milliliter. Ja. Und deshalb. Doppelter Espresso, richtig schön kurz gezogen. Und dann schöne, feinporige Milch dazu. Herrlich. Und das jetzt mit unserem Abbas Decaf. Sehr gute Geschichte. Und ich habe eine kleine Espresso-Tasse, 60 Milliliter. Und die wurden von dem Keramikstudio von Annika Vogler in Lindau am Bodensee gemacht. Und wir haben nämlich gedacht, wir nutzen unsere Plattform, um auf kleine, feine Keramikstudios hinzuweisen. Und das sind jetzt 2 echt schöne Tassen. Ja. Wir kriegen dafür nichts, wir machen das einfach. Wir haben gedacht, wir nutzen unsere Plattform. In diesem Sinne, auf einen guten Flat White und Espresso. Ich mag das voll aus so handgemachten Geil. Keramik ist einfach das Ja, Geilste. finde ich auch. Oh, wie breit er ist. Ja. Mann, so ein richtiger Mann, hey, Wahnsinn. Was bin ich, 60? Ich weiß es nicht. Noch nie gemessen. 56. Warum? Aber direkt. Hier oben ist eher dünn. So ein Pisser, ey. Was kann die App? Was kann die App? Was kann die App, mein Freund?